Fragst du dich manchmal, warum ein Klick an deinem Motorcontroller so viel Auswirkungen an deiner Lastmessung hat oder auch manchmal gar nichts bewirkt? In diesem Video lernst du mehr darüber, was ein Klick ist, wie viel er bewirkt und was du dagegen tun kannst. Klären wir erstmal, was ein Klick genau ist, beziehungsweise was ich darunter verstehe. Bei einem Klick drückst du genau einmal auf den Startknopf deines Motorcontrollers und lässt ihn direkt wieder los. Die Kettenzüge fahren also einmal an und stoppen direkt wieder. Das ist quasi die kürzestmögliche Distanz, die du fahren kannst. Dabei ist es egal, ob du eine einfache Handsteuerung hast oder einen großen Mehrkanal-Motorcontroller. Bei einem Klick fährt der Kettenzug nicht immer genau die gleiche Strecke. Ein Klick ist nicht genau definiert, aber der Kettenzug fährt ungefähr ein halbes Kettenglied. Das heißt, circa 1 cm weit. Für dieses Video nehmen wir einfach mal an, dass ein Klick 1 cm ist. In unserem ersten Beispiel haben wir einen statisch bestimmten Einfeldträger, der an 2 Kettenzügen hängt. Wenn wir nun einen Klick nach oben fahren mit einem Motor, dann hängt die Traverse etwas schief, aber die Lasten bleiben weitestgehend unverändert. Mehr zum Thema statische Bestimmtheit findest du im Crashkurs Technische Mechanik für Traversen, was ich dir hier oben verlinken werde. In unserem zweiten Beispiel wird es etwas spannender. Wir haben hier einen Zweifeldträger, ein statisch einfach überbestimmtes System, was an 3 Kettenzügen hängt. Wenn ich nun den mittleren Kettenzug nach unten fahre, wird er irgendwann außer Last gefahren sein. Aus dem Zweifeldträger wird also ein Einfeldträger. Es stellt sich nun die Frage, wie weit muss ich nach unten fahren, bis der Kettenzug komplett entlastet ist. Machen wir das Beispiel nun etwas anschaulicher. Als Traverse verwenden wir eine ProLite H30V, welche 4 und 4 Meter Feld überspannt, also insgesamt 8 Meter lang ist. Unsere 3 Kettenzüge statten wir mit einer Lastmessung aus, welche wir mittels Tara-Funktion auf 0 setzen. Fahren wir nun den Kettenzug genau einen Klick, also nach unserer eingangs gemachten Definition 1 cm nach unten. Bei so einem einfachen System wie einem Zweifeldträger können wir das mit einer simplen Formel ausrechnen, was nun passiert. Mit der folgenden Formel kann man berechnen, was jetzt nun ein Klick nach unten bewirkt. Auf die Formel gehe ich gleich näher ein. Schauen wir uns erstmal an, was passiert. Der Kettenzug fährt 1 cm nach unten. Auf unserer Tara-Lastmesszelle zeigt sich nun minus 162 Kilogramm. Das heißt, wir haben 162 Kilogramm Last verloren an diesem Kettenzug. In Summe verlieren wir natürlich keine Last. Wenn ein Kettenzug entlastet wird, werden andere Kettenzüge belastet. Bei diesem symmetrischen System heißt es folglich, dass die beiden äußeren Kettenzüge jeweils 81 Kilogramm mehr Last haben und wir in Summe wieder auf 0 herauskommen. Wir haben ja keine Last hinzugefügt oder weggenommen. Hier nochmal die Formel etwas genauer. Delta B ist unsere gesuchte Veränderung am Auflager B. Minus 6 ist ein fixer Faktor, der davon abhängig ist, welches statische System ihr habt. Bei einem Zweifeldträger, der symmetrisch aufgebaut ist dieser Faktor also minus 6. E ist unser Elastizitätsmodul. Das ist quasi eine Materialkonstante, die davon abhängt, aus welchem Material euer Träger oder eure Traverse ist. Bei Stahl ist dieser Faktor 21.000 kN pro Zentimeter² und bei Aluminium ist es 7.000. I ist das Flächenträgheitsmoment eurer Traverse. Das hängt hauptsächlich davon ab, wie dick die Gurtrohre sind und welche Höhe die Traverse hat. Kurz gesagt, je größer die Traverse ist, umso größer ist auch das Flächenträgheitsmoment. Dann kommt die Absenkung W, also in unserem Beispiel der eine Klick, 1 cm. Das alles wird geteilt durch die Feldweite. Das Besondere ist, dass die Feldweite hoch 3 eingeht, also sie mit großem Gewicht in diese Formel eingeht. Als nächstes habe ich diese Formel mal in Form eines Diagramms verdeutlicht. Auf der horizontalen Achse seht ihr die Feldweite L unseres Zweifeldträgers, also 2 x 2 Meter Feldweite bis 2 x 10 Meter Feldweite, sodass wir also 20 Meter gesamte Länge haben. Auf der vertikalen Achse sehen wir, wie viel bei einem Klick, also einem Zentimeter, der mittlere Kettenzug an Last verliert. Und natürlich entsprechend die beiden anderen Kettenzüge jeweils die Hälfte der Last hinzunehmen. Die blaue Kurve ist die H30V-Traverse aus dem eben genannten Beispiel. Bei 2 x 4 Meter Feldweite hatten wir minus 162 Kilogramm bei dem mittleren Kettenzug. Das heißt, erhöhen wir die Feldweite, nimmt diese Lastdifferenz schlagartig ab. Bei sehr kurzen Spannweiten haben wir hier mehrere 100 Kilogramm Lastverlust. Erhöhen wir die Spannweite auf 2 x 5 Meter zum Beispiel, haben wir nur noch 83 Kilo, bei 2 x 6 Meter
sind es 48 Kilogramm Lastverlust und so weiter und so weiter. Wenn wir nun das Flächenträgheitsmoment verändern, also eine größere Traverse nehmen, zum Beispiel eine H40V oder eine H40R Traverse von ProLite, dann sehen wir, dass die ganze Kurve nur etwas verschoben ist. Bei gleicher Spannweite, also in unserem Beispiel eben die 2x4 Meter, haben wir nicht 162 Kilogramm, sondern 323 Kilogramm Lastverlust. Diese Traverse ist also deutlich steifer und reagiert viel, viel sensibler für einen einzelnen Klick am Motorcontroller. Ist dir aufgefallen, dass wir bisher nie über die Lasten an der Traverse gesprochen haben? Das liegt daran, dass sie erstmal gar keinen Einfluss haben. Es ist also egal, ob wir eine schwere LED-Wand oder nur ein paar einzelne Scheinwerfer an dieser Traverse haben. Sie haben keinen Einfluss darauf, was ein Klick bewirkt, aber sie relativieren die Auswirkung. Das möchte ich euch anhand von 2 Beispielen genauer zeigen. Nun drücken wir also nicht Tara, sondern haben ein paar Lasten an unserer Traverse. Als Beispiel: die äußeren Kettenzüge kriegen 60 Kilo Last und der mittlere Kettenzug bekommt 200 Kilo Last. In Summe also 320 Kilo Last. Wenn wir nun einen Klick nach unten gehen, dann verliert der mittlere Kettenzug 162 Kilogramm, wie wir ausgerechnet haben. Das heißt, er hat nur noch 38 Kilo Last. Dieses Prinzip nennt man Superpositionsprinzip. Da wir in Summe ja keine Last wirklich verlieren oder hinzugeben, müssen die anderen Kettenzüge das ausgleichen. Die äußeren Kettenzüge hatten ursprünglich 60 Kilo Last und bekommen nun die Hälfte der Differenz obendrauf. Das heißt, 60 Kilo plus die 81 Kilo macht 141. Die Last verlagert sich also von der Mitte nach außen. Diese Umlagerung der Last ist natürlich ein sehr drastisches Beispiel. Während der Kettenzug in der Mitte vorher der stark belastete Kettenzug war, ist er nun nach einem Klick fast komplett entlastet. In unserem zweiten Beispiel haben wir 4 Tonnen Last, aufgeteilt in 1 Tonne auf jedem der äußeren Motoren und 2 Tonnen an dem inneren Motor. Auch hier fahren wir dieselbe Traverse einen Klick nach unten. Die Veränderung ist also dieselbe, aber sie steht in einem anderen Verhältnis zu den vorhandenen Lasten. Der mittlere Kettenzug verliert also von seinen 2 Tonnen 162 Kilogramm und die beiden äußeren Kettenzüge bekommen zusätzlich zu ihren 1000 Kilogramm 81 noch dazu. Die Lastverteilung von 2 Tonnen zu 1,8 Tonnen bzw. von 1000 Kilo zu 1081 Kilogramm hat sich nicht sonderlich stark verändert. Diese Lastverschiebung ist natürlich nicht schön, aber sie ist deutlich weniger dramatisch als in dem vorhergehenden Beispiel. Natürlich bleibt unsere Summe aller Lasten gleich. Wir haben die ganze Zeit 4 Tonnen Last an diesen 3 Kettenzügen gehabt. Wir haben sie nur dank diesem einen Klick anders verteilt. Während die Lasten selbst keinen Einfluss darauf haben, wie viel ein Klick ausmacht, sind die Auswirkungen immer in Relation zu den vorhandenen Lasten zu bewerten. Falls dir das Video gefallen hat, lass einen kurzen Like da oder schreib mir einen Kommentar, wie du dieses Video findest. In dem dritten Beispiel habe ich den Zweifeldträger aus dem vorhergehenden Beispiel um 2 weitere 4 Meter Felder erweitert. Wir haben also einen Vierfeldträger an 5 Kettenzügen. Auch hier schauen wir erstmal, was passiert, wenn wir die Tara-Funktion drücken, also vorhandene Lasten erstmal ignorieren und nur einen Klick am Motorcontroller machen. Hierzu fahren wir den mittleren Kettenzug 1 cm nach unten. Dieser Kettenzug wird dadurch entlastet, in diesem Fall um 370 Kilogramm. Da wir ja keine Last verlieren, muss die Last von den Nachbarkettenzügen aufgenommen werden. Diese bekommen nun 254 Kilo zusätzliche Last. Wie man so schön sehen kann, biegt sich die Traverse in der Mitte durch die Entlastung durch und die beiden äußeren Enden werden nach oben gebogen. Entsprechend werden die beiden äußeren Kettenzüge wieder entlastet. Die ganze Traverse macht eine Art Wellenbewegung. Im Vergleich zu unserem ersten Beispiel haben also 2 zusätzliche Felder einen fast doppelt so großen Einfluss eines Klicks auf die Traverse. Zusätzlich haben wir gesehen, dass die Einflüsse sich wellenförmig ausbreiten und mit zunehmender Entfernung und immer weiteren Feldern immer mehr abnehmen. Als nächstes variieren wir auch hier die Feldweite. Aus 4 Meter Feldweite, also insgesamt 16 Meter Traversenlänge, machen wir nun 6 Meter je Feld. Wir sehen ganz schön, dass der mittlere Kettenzug nun nur 110 Kilogramm Last verliert und die zusätzliche Feldweite auch hier einen sehr, sehr großen Einfluss hat. Als nächstes verändern wir die Steifigkeit der Traverse, indem wir von einer 4-Gurt-Traverse auf eine 3-Gurt-Traverse wechseln. Wir können auch hier wieder erkennen, dass eine weichere Traverse deutlich weniger empfindlich ist für einzelne Klicks nach oben oder unten. Kommen wir nun abschließend zu ein paar Tipps für die Praxis. Wenn möglich,
baut ein statisch bestimmtes System, denn statisch bestimmte Systeme sind immun für unterschiedlich hohe Auflager. Das Problem wird also direkt im Keim erstickt. Wenn ihr einen Mehrfeldträger baut, habt ihr Einflussfaktoren vor Augen. Zuerst das Material und die Steifigkeit, also das Flächenträgheitsmoment der Traverse. Hier gilt, baut nicht unnötig steife Systeme. Wenn eine kleine Traverse ausreicht, nehmt eine kleine Traverse. Wenn ihr eine deutlich zu große Traverse für eure Anwendung verwendet, wird diese Traverse deutlich empfindlicher darauf reagieren, wenn ihr einen Klick nach oben oder nach unten fahrt. Und zu guter Letzt noch die Feldweite. Setzt Kettenzüge nicht zu nah aneinander, denn je kleiner der Abstand zwischen zwei Kettenzügen ist, umso empfindlicher reagieren sie auf kleinste Höhenunterschiede. Seht die Auswirkungen einer Lastverschiebung immer relativ zu den vorhandenen Lasten. Für den einen sind 100 Kilogramm mehr eine dramatische Veränderung und der andere kann es in seinem Anwendungsfall tolerieren. All das, was ich in diesem Video erklärt habe, gilt genauso auch für größere Aufbauten, für Trägerroste, Grits. Jedoch sind dort die Einflussfaktoren nicht so klar zu erkennen und das Ganze ist deutlich komplizierter. Daher habe ich darauf verzichtet und es versucht, möglichst anschaulich zu halten. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da oder einen Kommentar.